Wir denken also hier an 7 Menschen und begrüßen herzlich Angehörige, die angereist sind aus England zu dieser Stolpersteinverlegung. Es ist ein schwerer Weg an die Stadt zurückzugehen, wo den Angehörigen so viel Leid angetan wurde. Und es ist für uns sehr, sehr wichtig und schön, dass ihr hierher gekommen seid. Sonja Strong, geborene Biener, mit ihrem Sohn Marc und dem Enkel Jerome. Es ist sehr schwer anzukommen hier und zu sagen, ich soll einfach plötzlich Deutsch sprechen. Aber die letzten paar Wochen habe ich schon im Kopf Deutsch gesprochen und mit Gusta Herz auch Deutsch gesprochen. Ich bin in Deutschland geboren, in Magdeburg. Ich bin eigentlich eine Magdeburgerin. Ich war ein glückliches Kind, dass mit 3 Jahren meine Eltern so klug waren, dass sie wussten, wo sie hingehen wollen. Leider Gottes waren wir hier also in der Straße, meine Mutter und ich, nachgelaufen und war sehr unangenehm und man hat mich gerufen, Judenmädchen. Und ich habe mich umgedreht zu meiner Mutter und habe gesagt, was ist ein Judenmädchen? Und meine Mutter hat gesagt, das ist es, wir bleiben nicht hier. Meine Mutter wollte schon, wie sie 16 Jahre alt war, von weg hier, sie war eine Zionistin. Aber da die Eltern hier gewohnt haben, die Oppenheims und meine Biener Familie nachher, hat sie geheiratet und so weiter. Ich möchte aber gerne erst in Englisch sprechen, damit mein Enkelsohn, der die 5. Generation ist, und mein Sohn und meine Cousine, damit wir alle zusammen damit wir alle zusammen verstehen, dass es ein sehr emotionelles Zusammenkommen, dass wir hier sind. Ich wollte immer zurückkommen, nur zu sehen, wo ich geboren bin. Aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich hier mitten in dem Platz bei 99 Breite Wegstraße stehen würde und davon reden. Also, I hope you forgive me, but this is in English. We are gathered here to remember in tribute our grandparents, uncles and family. Every one of us has their own story to tell and the pain in their heart, and to remember what we have to share and what we have to share. I myself feel the sense of relief and closure being here today. I consider myself very lucky one, having been spared the horrors and the atrocities of the Nazi regime and growing up in the free Jewish country, soon to become the State of Israel. Nevertheless, the feelings and the sorrow for my dear grandparents and family who perished in Dachau, Theresienstadt and Auschwitz. Und wir haben in unserem Herz das Gefühl für 1,5 Millionen Kinder, die auch umgekommen sind. I owe my life to my parents, who had the foresight to leave Magdeburg in 1933 when they saw Hitler coming to power. I remember with great affection my grandfather and grandmother and uncle, all the stories that my parents told me about them, because I was the eldest granddaughter. Ich war die älteste Großenkelin, and my parents told a lot of stories. And through stories, I can remember that, because I was the only grandchild who sat on a grandfather's knee. Die einzige Großenkelin, die auf dem Großvaters Knie gesessen hat. I think it is a noble gesture that you, the volunteers of this organization in Magdeburg, have done to consecrate these Stolpersteine, giving them, our grandparents, a matzeva, which means a headstone. A proper mitzvah it is to do that. In the words of the Torah, it is a mitzvah to tell your children the past. By our deeds, understanding, we will be able to continue the Jewish legacy with dignity and hope for a better future. Hier erinnern wir also an Henriette Pressel oder Jette Pressel, geborene Rommel. Wir begrüßen wieder
diesmal die Enkelin von Henriette Pressel, Irma Meyer aus London, und ihre Enkelin Emi, die sie mitgebracht hat. Ich kannte meine Oma Jettchen, wie ich sie nannte, von der Zeit meiner Geburt in 1927 bis ich Magdeburg in 1939 verließ. Sie war immer für mich da. Sie wohnte bei uns, da sie schon sehr früh verwitwet war. Wir wohnten zuerst in der Wartburgstraße 29, wo ich geboren wurde, und dann in der Beaumontstraße, wie sie dann hieß, Beaumontstraße 12, also die jetzt Erzberger Straße heißt. Wir wohnten im 3. Stock. Meine Großeltern Margarete und Max Bock wohnten im 1. Stock im gleichen Haus. Wir waren eine kleine, eng verbindende Familie, wozu auch meine Tante, Onkel und Cousin und Cousine gehörten, die auf dem breiten Weg wohnten. Wir verbrachten schöne Zeiten miteinander, woran ich mich gerne erinnere. Jette war eine tolle Köchin und ich kann mich gut an ihren leckeren Kuchen erinnern. Sie bewohnte 2 Zimmer im hinteren Teil unserer Wohnung und hatte ihre eigene kleine Küche. Sie war streng koscher. Sie hielt einen streng koscheren Haushalt. Das war auch der Grund, weshalb wir unsere Festessen mit ihr einnahmen. Sie war eine zurückständige Dame und eine gute Pianistin. Sie versuchte beharrlich, mir das Klavierspielen beizubringen. Aber ich habe nicht ihr musikalisches Talent geerbt. Ich glaube, es hat eine Generation übersprungen und ist in meinen Sohn gelandet. Jette ging zum Gottesdienst in die Synagoge, wo auch mein Vater im Chor war. Sie liebte es, mit mir auf ihren Spaziergang durch die Glissee rund um die Stadt zu nehmen. Das letzte Mal sah ich meine Oma, als sie mich zum Bahnhof brachte und mich in den Zug des Kindertransports nach England setzte. Ich war so sicher, dass sie mir und meine Eltern bald folgen würde. Sie war damals Anfang 70, sehr aufrecht und fit. Aber ihre Einreiseerlaubnis für England erreichte sie zu spät. Krieg war erklärt worden und sie konnte nicht mehr reisen. Sie wurde nach Theresienstadt deportiert, wo sie an Typhus starb. Es war herzbrechend, meine Oma alleine zurückzulassen. Alle diese Jahre ist sie in meinem Herzen verblieben. Danke. Und ich bin sehr froh, dass ich meine Enkelin. A glaring case in point is the 2 people we honor here today, Elisa and Margot Bruch, my grandmother and aunt on my father's side, about whom I was almost completely ignorant before this event. Neither of my parents imparted anything substantial about Elisa or Margot during our time together. My father died in 1983, my mother Eva in 1987. There weren't even photos of them in the house or in family scrapbooks. But here's the kicker, literally, for I could kick myself every time I think of it. Neither did I think of asking them, my parents, about my dead relatives. I knew of their existence and that they had died in the Holocaust. That's all. Now, of course, my parents' reticence is understandable. It's a common symptom of Holocaust survivors to avoid talking about that painful period. And my reluctance to get my parents to talk about it is also understandable, as an internalization of their survivor complex, compounded by the narcissism of youth. But as I think about it now, what resulted from our unspoken code of silence was really a second killing of Elisa and Margot.
To these poor women's physical murder in the death camps at 69 and 31 years old, respectively, my parents and I added the murder of their memory. The truly guilty parties remain, as they always will, Adolf Hitler, his Nazi henchmen and women, and the knowing and unknowing complicity of the German and other peoples of Europe and abroad. But let this be a lesson to other parents and children harboring similar skeletons in their closet. Speak truth to power, yes, but also to yourselves. As I stand here now, 5 days after the 70th anniversary of Kristallnacht, the day of all days that my parents arrived in New York, and my father said to my mother, "I told you so," who is left to answer the questions I wish to God I had asked my parents when they were still alive? What kind of people were Oma Elisa and Tante Margot? Did you, Rudy, owe your outgoing Lebenskünstler Persönlichkeit more to Elisa or to your father, Oskar? Were you and your younger sister by 7 years close? Did you play together, go on trips together, share any secrets? And how did Margot, Elisa, and Oskar take to you, Eva, and you to them? These are just a few of the questions that are now, like the Bruch family itself, gone with the wind. That they will remain forever unanswered is what makes this occasion so deeply moving for me, but also so sad. And yet, amidst the sadness, I am also deeply grateful that this opportunity has been afforded me and other relatives of Holocaust victims. By participating in this Stolperstein-Verlegung with Karen and another close relative, Johanna Meyer, by my side, I feel that in some small but meaningful way, I have received a part of the past that was so ignominiously stolen from me by the final solution. By standing before the residence, or something close to the residence, once lived in and on ground once trod on by Elisa and Margot, a part of their spirit has been revived as well. My thanks therefore go out to the city of Magdeburg for sponsoring this memorial, to the donors Claudia Reich-Becker and Gabriele Blumenfeld. Blumenfeld, by the way, was the maiden name of my grandmother on my mother's side. But my most heartfelt thanks go out to Waltraud Zachhuber, the chief organizer of the event, for her tireless dedication, her sensitive personal communication, and her dogged research that has given me a little more insight into the lives and tragic deaths of Elisa and Margot. Zu dem Stolperstein für Grete Spangenthal kommt der Stolperstein für Klaus Zindel, den Sohn des Hauses. Der Stolperstein wurde aus Spenden finanziert, die der Förderverein Neue Synagoge Magdeburg von der Sparkasse zur Verfügung gestellt bekommen hat. Warum gerade diese Beziehung Sparkasse zur Familie Zindel eine Rolle spielt, das werden wir dann erfahren. Die Geschichte ist folgende: Die Familie Spangenthal, sprich meine Großmutter, lebte seit dem 16. Jahrhundert in Kassel und meine Großmutter hat dort den Dr. Zindel, den Namensgeber der Familie, geheiratet, Jurist, und dieser fand dann nach dem Studium letztendlich eine
Anstellung als Syndikus bei der Sparkasse hier in Leipzig vor dem Krieg und war mit Frau Else Spangenthal, meiner Großmutter, die Grete Spangenthal ist die Schwester, verheiratet, eine sogenannte privilegierte Mischehe. Das heißt, die jüdische Seite stand unter dem Schutz des arischen Ehemannes. Gleichwohl wurde dann 1936 aufgrund der politischen und rassischen Gesetzgebung mein Großvater entlassen. Er durfte nicht mehr bei der Sparkasse arbeiten. Die Familie wurde dann immer weiter ausgegrenzt, wie viele anderen Juden auch. Und es kam dann so weit, dass also mein Vater, der Bruder von Klaus, der Klaus selbst und meine überlebende Tante Traudel, die später in den USA ausgewandert ist, ihr Abitur noch machen durften, allerdings nicht mehr studieren durften. Sie haben dann alle eine Lehre angefangen. Meine Tante ist zeitweise die jüngste versteckt worden. Grete ist 1942 nach Warschau deportiert worden. Mein Vater war in Katowice zur Zwangsarbeit und Klaus ist 1944 dann von der Organisation TOT, was ursprünglich eine Wehrmachtsorganisation war, aber im Laufe des Krieges immer mehr für Halbjuden und Ausgegrenzte ist er zur Zwangsarbeit eingezogen worden und ist dann ein halbes Jahr später in Südfrankreich erschossen worden. Wir wissen nicht genau, wie es passiert ist. Also jedenfalls war er da zur Zwangsarbeit. Mein Großvater hat sich trotz der wiederholten Aufforderung nie scheiden lassen. Und das war letztendlich unser Glück für die Überlebenden. Die Großeltern haben hier mit der Familie in dem Haus von Centavers gewohnt zur Miete und haben also auch bis zum Eintreffen der Amerikaner ihr Dasein gefristet, meine Tante und meine Großmutter. Der Großvater ist zur Zwangsarbeit nach Salzwedel verpflichtet worden, Klaus ist gefallen. Mein Vater konnte kurz vom Eintreffen der Russen in Katowice, Auschwitz fliehen und hat sich bei Bekannten in Magdeburg verstecken können bis Kriegsende. Nach dem Krieg ist dann mein Großvater bei der Sparkasse als Chefsyndikus, meine ich, hat sofort die Leitung übernommen und ist im Wege der DDR-Währungsreform verhaftet worden. Und mein Vater hat ihn dann zusammen mit seiner Mutter, also meiner Großmutter, nach Westen rübergeholt, vor Mauerbau noch. Und da bin ich dann geboren. Ja. Und meine Schwester auch. Ja, das Schlimme war halt, dass man aus allem ausgeschlossen war und nichts mehr machen durfte. Und gehungert hat und wirklich meine Großmutter und meine Tante, die hier gewohnt haben, bis zum Eintreffen der Amerikaner, die haben also stündlich damit gerechnet, dass abgeholt werden. Auch noch 44, Anfang 45. Und es ist gerade noch mal gut gegangen. Für viele andere kam es zu später.